Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen heute ein bisschen etwas anderes. Wir fangen mit einer Osho Meditation an. Das heißt, wir fangen im Stehen an, aber ich erkläre vielleicht kurz vorher, was wir genau machen. Die Osho Meditation dauert so um die 15 Minuten. Man kann es für die ganzen 60 Minuten machen. Aber ich habe das einmal gemacht und dann hatte ich eine Woche lang Muskelkater. Es ist eine bewegte Meditation. Ich habe nicht nur vom Sitzen Muskelkater bekommen. Also mag ich es lieber auf 15 Minuten verkürzen. Und ich finde, dass es auch reicht. Gut, es hat 5 Teile. Wir fangen an. Und fangen mit dem Atem an. Das heißt, du atmest. Einfach ganz normal atmen und dann bringst du ein bisschen Bewegung in deinen Atem hinein. Das heißt, du kannst deinen Körper bewegen, du kannst deinen Atem ganz unregelmäßig gestalten, so wie es sich richtig anfühlt. Du willst hier Energie aufbauen, du kannst an Kundalini-Energie vielleicht denken und das hilft dir beim Atem. Wenn du noch nie eine Kundalini-Yogastunde gemacht hast, atmet man tief durch die Nase ein, tief und schnell, würde ich sagen, und dann tief und schnell aus durch die Nase. Wie auch in Kapalabhati. Das muss aber nicht regelmäßig sein. Es kann ganz unregelmäßig sein, so wie es gerade dir passt. Du kannst dich durch den ganzen Raum bewegen. Du kannst den restlichen Körper bewegen, so wie es sich gut anfühlt. Das ist ja deine Meditation. Gut, das ist Punkt 1, der Atem. Dann schütteln wir uns. Das heißt, den ganzen Körper ausschütteln, auch ganz unregelmäßig, so wie es dir gerade gefällt. Du kannst dich in deinem Raum bewegen und die Teile dauern beide so um die 3-4 Minuten. Gut, Punkt 2 ist Schütteln. Punkt 3 ist dann Hupfen. Und zwar, du hupfst hinauf und landest mit einem Geräusch Hu. Das heißt, einatmen. Hu. 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 Das dauert dann auch so um die 3 Minuten. Ich werde ganz typisch manieren, meine Hosen hier hochziehen. Gut, Punkt 3 ist dann Hupfen. 4 ist die Stille und du genießt 3 bis 4 Minuten lang die Stille. Genießen ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil du in dem Moment, wo die 4 Minuten anfangen, stehen bleibst, genau wo du bist. Das heißt, es kann manchmal unangenehm werden, aber du bleibst genau so, wie du bist, wenn die Stille anfängt. Gut, Punkt 4, Stille. Punkt 5 ist dann Tanzen. Und du kannst dann tanzen, wie es dir gerade passt. Es muss nicht tanzen sein, so würde ich auch nicht in der Disco tanzen, meistens, manchmal schon. Ja, mach einfach, was sich richtig anfühlt. Du hast ja Musik dabei, kann. Gut, Punkt 5, tanzen. Wir fangen dann langsam an, treffen uns im Stehen, schließe die Augen kurz. Bring deine Aufmerksamkeit zurück zur Atmung. Und spür hier nach, wie es dir geht. Im Hier und Jetzt. Ob du angenehm stehst oder ob du dein Stehen ein bisschen anders gestalten willst.
Spüre in den Körper hinein und deinen Atem hinein, deine Gedanken hinein. Und dann fang langsam an, den Atem tiefer zu gestalten, tief durch die Nase ein und tief durch die Nase aus. Du hast vielleicht den Drang, dich zu bewegen, dann beweg dich. kurz Stopp. Bleib, wo du bist, Augen geschlossen, Atem anhalten. Spür hier nach. Einatmen, Arme heben, hinauf. Ausatmen. Ein, hupfen.
schütteln. Du kannst ja den ganzen Körper schütteln. Nicht nur die Arme und die Hände. Lass hier die Augen geschlossen. Es sieht dich hier niemand.
tanzen. Und stopp. Stille. Ohne deine Augen zu öffnen, kann man in eine angenehme Position im Stehen. Und spür hier nach. Wie geht's dir? Genau hier und genau jetzt. Wie geht es dir? Wie geht es deinem Körper? Wie geht es deinem Atem? Deinen Gedanken? Fühlst du dich jetzt anders an als vorher? Oder hat sich nichts geändert? Dreh dich dann zur kurzen Seite deiner Matte. Die Augen bleiben geschlossen. Mach hier deinen Rücken lang. Brust und Kinn sind stolz.
Schultern sind entspannt. Einatmen, heb deine Arme über die Seiten hinauf zur Sonne. Ausatmen, bring die Sonne zum Herzen. Einatmen, Arme heben hinauf zur Sonne und öffnen. Rückwärts beuge, schau dir die Sonne an. Ausatmen, flieg hier nach unten zum Boden. Einatmen, rechts, steig nach hinten, rechtes Knie zur Matte. Öffne dich nach vorne. Und du kannst hier den rechten Fußrücken ablegen. Wenn es angenehmer ist, Bein und Arm tauschen links. Wir bleiben kurz hier im Eiter. Lass beide Hüften sich öffnen. Lass die Beine schwer werden. Du kannst die Handflächen aufstellen oder Fingerspitzen aufgestellt lassen. Vielleicht zieht das Knie leicht nach außen links. Öffne dich langsam nach vorne hier. Achte nicht drauf, wie du hier ausschaust. Bleib ganz innen bei dir. Achte hier aufs Spüren. Aufs Fühlen. Einatmen, rechte Zehen aufstellen. Steige links nach hinten, kurz in die Planke. Aus, Knie, Brust, Kinn zur Matte. Abholen. Mach ein Pölsterchen mit den Händen. Leg die Stirn oder eine Wange ab. Entspanne dich hier kurz. Einatmen, Hände unter den Schultern aufstellen, Ellbogen sind am Körper. Einatmen, heb hier den Oberkörper hinauf. Und spüre in die Schultern hinein, sind sie entspannt, leicht nach unten gezogen oder noch angezogen. Schau, dass die entspannt sind. Scham in den Boden drücken. Bauch noch ein bisschen mehr aktivieren. Einatmen, hebe hier den Oberkörper ein bisschen weiter hinauf. Ausatmen, abrollen. Stirn zur Matte. Einatmen, Zehen aufstellen, schieb dich hinauf und nach hinten, innen hinabschauen in Hund. Und bleibe kurz hier. Entspanne deinen Kopf und deinen Nacken. Spreize hier die Finger ganz fest auseinander. Beide Handflächen drücken gleichmäßig in den Boden. Stell dir vor, dein Steißbein schießt hinauf zu den Sternen. Du willst es ganz lang nach hinten schieben oder schicken. Beide Fersen ziehen Richtung Matte hinunter. Zehen sind fest verwurzelt. Oberschenkelmuskulatur nach außen gedreht. Und drehe deine Oberarme auch leicht nach außen. Dass du ganz fest verwurzelt bist. In den Händen, in den Füßen. Die Arme schieben den Rücken lang. Beine heben die Hüften hinauf. Die treffen sich oben am Gipfel. Einatmen, steig hier mit beiden Füßen nach vorne.
vorwärts beuge. Einatmen, Arme kommen über die Seiten hinauf. Zur Sonne. Aus. Sonne zum Herzen. Einatmen, schick die Arme hinauf zur Sonne. Ausatmen, Wärme sammeln. Einatmen, Sonne und öffnen. Ausatmen, fliegen. Einatmen, links steigt nach hinten. Knie zur Matte, öffne dich hier nach vorne. Auch hier kannst du den Fußrücken ablegen, wenn du magst. Hand und Fuß tauschen rechts. Öffne dich aber nach vorne. Hüften und Beine werden schwer. Das rechte Bein darf sich öffnen. Atme tief in die Hüften ein. Und tief aus. Wenn du magst, kannst du die Handflächen aufstellen. Einatmen, Zehen aufstellen, links das linke Knie weg vom Boden schieben. Steig hier rechts nach hinten, Planke. Ausatmen, Knie zur Matte, öffne die weit auseinander und schieb dich nach hinten in die Stellung des Kindes. Find hier in eine Stelle des Kindes hinein. Du kannst die Arme nach vorne ausgestreckt lassen oder die nach hinten bringen zu den Füßen. Du kannst entweder die Stirn ablegen oder eine Wange. Gib dir hier Zeit zum Öffnen. Wenn du merkst, die Beine wollen breiter gespreizt werden, kannst du die weiter auseinander geben und dann langsam wieder hineinkommen. Einatmen, leg dich langsam wieder hinauf. In den Vierfüßlerstand. Einatmen, stell die Zehen auf. Nach vorne fließen mit dem Oberkörper. Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen. Nach vorne, Kuh, aus, Katze. Leg hier die Fußrücken wieder ab. Einatmen, strecke das rechte Bein nach hinten aus und schau, dass du dich nicht nach links bewegst, sondern zentriert bleibst auf der Matte. Einatmen, zieh hier deinen rechten Fuß am Boden nach rechts, so weit es geht nach rechts. Einatmen, wieder nach hinten und ausatmen nach links. Ein, rechts, aus, pendel nach links. Mach das hier im eigenen Atemtempo. Mit jeder Einatmung nach rechts, mit jeder Ausatmung nach links.
Versuch hier deine Kreise oder dein Pendeln mit jedem Atemzug ein bisschen größer zu machen. Einatmen, hebt das rechte Bein an. Ausatmen, beugt die Ellbogen, Stirn zur Matte. Einatmen, heben. Ausatmen, rechtes Knie beugen. In die Stelle des Kindes zurück. Lass hier wieder los. Einatmen, zieh dich nach vorne, Vierfüßlerstand. Zweimal Katze, Kuh im eigenen Tempo. Und dann einatmen, Vierfüßlerstand. Streck hier das linke Bein nach hinten aus. Zehen bleiben abgelegt. Einatmen. Hände nach links mit dabei. Und schau, dass du hier zentriert bist. Nicht, dass du nach rechts den Körper schiebst. Einatmen. Nach rechts pendeln mit dem Fuß. Ausatmen nach links. Und die Zehenspitzen bleiben die ganze Zeit am Boden. Du machst hier Kreise oder Halbkreise in dem Fall. Hier am Boden. Beachte, welche Körperteile jetzt gerade mitarbeiten. Welche Körperteile gestalten diese Bewegung? Einatmen, das linke Bein vom Boden heben hinauf. Ausatmen, beug die Ellbogen, Stirn vor dir ablegen. Einatmen, Oberkörper heben. Ausatmen, Knie beugen, ablegen. Stellung des Kindes. Nächsten Einatmung. Zieh dich nach vorne und hinauf und komm in den Kniesitz. Bring dann die Handflächen zueinander, spreiz hier die Finger und öffne die Finger voneinander, außer die Daumen und die kleinen Finger. Die bleiben abgelegt. Das heißt, du ziehst die Finger auseinander, ziehst die weg voneinander. Die Hände unten berühren einander, die kleinen Finger, die Daumen berühren einander. Du hast hier eine Lotusblüte. Und beweg hier deine Lotusblüte. Und deine Arme und Hände zum Anfang. Und bring dann den Oberkörper dazu. Versuche die Bewegung mit den Armen, mit den Händen hier anzuleiten.
dass du mit dem Oberkörper folgen musst. Nicht, dass der Oberkörper sich bewegt und dann die Hände, sondern die Hände und dann der Oberkörper. Mache deinen kleinen Lotustanz. Und du kannst auf deine Knie kommen, in den Kniestand. Du kannst aber auch hier zum Stehen kommen. Bleib auf deiner Matte. Versuche deine Bewegungen fließend hier zu gestalten. Und komm dann wieder nach vorne zu deiner Matte. Mit der Asana, die Bettstellung. Füße sind hüftenbreit auseinander. Beine sind ganz fest, ganz lang. Schau dir immerhin deine Lotusblüte hier an. Einatmen, heb dich hinauf zur Sonne. Öffne deine Arme, beug dich nach hinten. Ausatmen, flieg hier nach vorne. Vorwärtsbeuge. Einatmen, Knie beugen, nach vorne schauen, Arm heben, hinauf. Ausatmen, sammeln. Lotusblüte zum Herzen. Einatmen, Arme heben und öffnen. Rückwärtsbeuge. Ausatmen, flieg hier nach vorne. Vorwärtsbeuge. Einatmen, Knie beugen, nach vorne schauen, Fingerspitzen aufstellen. Ausatmen, schieb dich hinauf in die Vorwärtsbeuge. Ein Knie beugen, nach vorne schauen. Fingerspitzen aufgestellt. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Mach das hier ein paar Mal im eigenen Tempo. Mit jeder Einatmung Knie beugen, nach vorne schauen. Und mit jeder Ausatmung komm hier in die Vorwärtsbeuge. Schließ deine Augen. Spüre hier in die Bewegung hinein. Ausatmen, bleibe in der Vorwärtsbeuge. Zieh dein Gewicht nach vorne. Entspanne deinen Oberkörper, deinen Kopf und Nacken. Und bring deine Aufmerksamkeit zurück zur Atmung. Wie fühlt sich ein tiefer Atem hier an?
Einatmen, Knie beugen, heb deine Arme hinauf. Nach vorne, bleib im Sessel. Bring deine Hände zum Herzen. Du kannst wieder deine Lotusblüte machen, wie du magst. Oder die Handflächen gegeneinander drücken, die gegen dem Herzen. Schau, dass du kein Hohlkreuz hast. Bleib ganz bei der Atmung. Einatmen, schieb die Arme hoch hinauf, Beine bleiben, wo sie sind. Einatmen, hol dir die Hände zurück zum Herzen. Einatmen, hinaufschieben. Ausatmen, hol dir die wieder zurück. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Spür hier nach, was das zu dir macht. Bleib mit der Einatmung mit den Armen ausgestreckt, gehoben. Ausatmen, löse die Arme, streck die Beine aus, Rückwärtsbeuge. Hände kommen über die Seite, zurück, Tadasana. Schließe wieder deine Augen. Spür nach. Einatmen, Arme heben hinauf zur Sonne. Ausatmen, Hände zum Herzen. Einatmen, Arme heben und öffnen, Rückwärtsbeuge. Ausatmen, fliegen. Ein, rechts, steig nach hinten. Bring deine rechte Hand unter deiner linken Hand, unter deiner rechten Schulter hin. Einatmen, öffne dich hier mit der linken Hand nach links. Heb die Hand hinauf. Schieb hier beide Beine weg voneinander. Und du kannst, wenn du magst, das rechte Knie ablegen, den rechten Fußrücken. Und du bleibst mit dem rechten Knie schwebend. Mit jeder Einatmung zieh deinen Arm nach vorne und hinauf. Ausatmen, Kreis nach hinten und hinunter. Einatmen, hinauf. Ausatmen, nach hinten. Das heißt, du kreist mit jedem Atemzug den linken Arm. Die Beine bleiben, wo sie sind. Rechte Hand bleibt aufgestellt. Vielleicht schaut der Kopf mit. Einatmen, streck die Hand hinauf, die linke. Ausatmen, linke Hand aufstellen. Einatmen, steig hier links zurück in die Planke. Knie zur Matte. Streck die Arme nach vorne aus, komm in Puppy Pose hinein. Brust und Schultern entspannen, Arme werden ganz schwer.
Ausatmen, heb hier den Oberkörper, Hände unter den Schultern aufstellen. Einatmen, bisschen nach vorne, Kuh. Ausatmen, Katze. Zehen aufstellen, hinabschauen, Hund. Bleib ein paar Atemzüge lang hier. Schieb dich ganz lang mit den Armen. Heb die Hüften mit den Beinen. Einatmen, heb das rechte Bein hinauf. Ausatmen, Knie beugen, rechts nach vorne steigen. Die linke Hand bleibt unter der linken Schulter abgelegt. Einatmen, löst die rechte Hand, streck die hinauf zur Decke. Wenn du magst, kannst du das linke Knie, den linken Fußrücken ablegen. Sonst schieb hier beide Beine weg voneinander. Einatmen, hol dir den Arm nach unten und nach vorne hinauf. Ausatmen, hinunter. Einatmen nach vorne. Aus nach unten. Auch hier bleiben die Beine fix. Sie bleiben, wo sie sind. Arm und Kopf, wenn er mitmachen will, kreisen hier. Einatmen, die rechte Hand hinaufstrecken. Ausatmen, rechte Hand ablegen. Einatmen, rechts, steig nach hinten. Knie zur Matte. Stelle des Kindes. Und wir schließen heute im Kind. Wenn du immer in Shavasana hineinkommst, kannst du natürlich das auch machen. Sonst bleib hier. Lass deinen gesamten Körper schwer werden. Du musst ja nichts machen. Nirgendwo drücken oder schieben oder heben. Du kannst einfach sein. Genau da sein, wo du gerade bist. Die Art des Seins. Genieße sie hier. Lass deinen ganzen Körper sich abschalten. Gedanken werden ganz still. Auch dein Atem ist nicht so bewegt wie zwischendurch. Einfach nur sein.
einfache, kurze Wörter, die manchmal gar nicht so einfach sind. Aber es darf hier sein. Bleib ganz bei dir. Bedanke dich hier bei dir selber für das Mitmachen heute. Dass du deine Lotusblüte gefolgt hast. Dass du deinen Atem beobachtet hast. Deine Bewegungen beobachtet hast. Dass du so gut wie es heute gegangen ist, im Hier und Jetzt warst. Es ist nicht wichtig, dass du perfekt bist oder dass du völlig abschalten kannst. Aber du hast dein Bestes gegeben. Das ist das Wichtigste. Und komme langsam im Hier und Jetzt wieder an. Und in ganz kleine Bewegungen zurück zum Körper. Weck dich hier langsam auf. Du kannst vielleicht die Hände aufstellen, dich von links nach rechts bewegen. Den Kopf dazugeben. Und tanz langsam den Weg hinauf zum Sitzen. Die Schultern dazu geben. Und dann pettel hier wieder in die Mitte ein. Dreh deine Handflächen hinauf, führ Daumen und Zeigefinger zueinander. Schließ wieder die Augen. Und schließe mit 3 ganz bewusste Atemzüge. Nur für dich tief und gleichmäßig durch die Nase ein und durch die Nase aus. Einatmen, hebe die Arme über die Seiten hinauf. Handflächen finden zueinander. Bring die zur Stirn, zu den Lippen, zum Herzen. Verbeug dich ja vor dir selber. Namaste. Vielen Dank für das Mitmachen. Ich hoffe, du hast die Stunde heute genossen. Ich finde es immer schön, etwas Neues auszuprobieren. Und nach 7 oder 8
normale Yogastunden, dachte ich mir, wäre es Zeit für etwas Neues. Wenn du Fragen hast, gerne melden. Wenn es dir gefallen hat, auch gerne melden. Wenn es dir nicht so gut gefallen hat, auch gerne melden. Ich freue mich auf ein Feedback. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wieder morgen. Tschüss.